Das wäre doch mal eine Stelle zum Forellenangeln, oder nicht? Aber hier könnte doch auch Hecht stehen. Warum eigentlich nicht? Habt ihr das gesehen? Ich glaube, das war eine Forelle, ey. Ich habe mich zu Tode erschrocken. Ich bin heute in Hessen unterwegs an der Schwalm. Und genau hier soll meine neue Serie Find the Bait – Unbekannte Gewässer starten. In dieser Serie werde ich immer unterwegs sein mit 1, 2 Routen und einer ganzen Tacklebox oder mal besonderen Ködern, wie besonders alte oder auf dem Trödelmarkt gefunden oder wie auch immer. Und versuche dann aus dem Gewässer was rauszuzaubern. Heute habe ich eine ganze Tacklebox dabei, um überhaupt mal zu probieren, was geht hier. Ich kenne das Gewässer nicht und genau darum soll es gehen. Also, wenn ihr Bock habt auf diese Serie, Kanal abonnieren, Glöckchen aktivieren und ich würde mich freuen, wenn ihr dieses Mal und auch beim nächsten Mal dabei seid. Ich bin Robert und jetzt geht's los. Also die Schwalm ist ein Fließgewässer, scheint ein bisschen trübe zu sein im Moment und soll maximal 2 Meter Tiefe haben. Ich bin mal gespannt, ob da was geht. Also auf dem Weg hierhin habe ich zum Glück so ein kleines Häuschen gefunden. Das ist ganz gut, weil heute wird es immer mal wieder regnen. Ich habe mir wieder bestes Wetter ausgesucht. Ganz egal, ich habe Kaffee dabei. Zwischendurch gibt es einen leckeren Kaffee, was zum Aufwärmen. Und ja, dann kann ich hier immer mal wieder einkehren. Ich werde die Strecke rauf und runter fischen, mindestens 2-mal, also pro Seite einmal. Ich brauche Fisch, bitte. Als erstes zeige ich euch mal gerade mein Tackleböckchen. Und zwar habe ich ein paar Gummis dabei, Swimbaits, ja, ein paar größere Gummis. Hier Wobbler, Twitchbaits, hier einen dickeren Crank, der ist aber sehr tief laufend. Naja, mal sehen, was geht. Anfangen will ich mit diesem Swim in Weiß von Spro, weil ein bisschen trübes Wasser, ordentlich bewölkt heute, es ist recht dunkel. Ich muss Aufmerksamkeit erzeugen und ich hoffe mal, dass ich da mit großem Kontrast starte. So, wie gesagt, ich starte mit dem Swim. Oh no! Ich habe schon wieder einen Christbaumschmuck aufgehangen. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Da hängt das weiße Ding. Gucken. Also hier ist die Schwalm auf jeden Fall keinen Meter tief. Da hinten vielleicht schon. Naja. Heiß. Es ist nicht gerade warm, aber naja, wir haben 3 Grad heute Morgen. Der Fisch müsste sich doch jetzt fett fressen, oder? Noch. Dann versuche ich es mal mit auffälligem Gummi hier. 18 Gramm. Mal gucken, wie das mit der Strömung sich jetzt hier ausgeht. Mal gucken. Da es hier recht flach ist, werde ich jetzt hier mal einen Wobbler ausprobieren. 0,7 Floating, 0,7 Meter. Könnte schon fast zu tief sein. Naja, mal sehen. Mal gucken, was der so kann. Okay. Ich lasse diese Stelle mal als ausgefischt gelten. Ich lasse die Stelle jetzt mal hier in Ruhe. Ich gehe mal ein Stückchen weiter und gucke mal, ob ich was Tieferes finde. Ich denke, dass die Fische eher im Tiefen stehen, wenn sie nicht gerade auf Futtersuche sind. Von daher mal gucken, was geht. Für den Weg habe ich mir jetzt hier einen schönen großen, bunten, UV-aktiven Gummi montiert, damit ich, wenn ich zwischendurch mal eine Stelle finde, die ich interessant finde, einfach direkt mal werfen kann, weil der Rest an Ködern ist natürlich im Rucksack.
Das passiert bei ordentlichen Hängern. Den hat es ordentlich aufgebogen, ey. Seht ihr das? Katastrophe, ey. Ich versuch's mal mit dem Chatterbait. Zieh ihn mal möglichst langsam durch. Das sieht ja so verdächtig aus hier. Ein bisschen vorsichtig werfen. Hier muss doch Hecht stehen. Guckt euch das mal an. Hier unter Wasser. Äste jede Menge, hier auch. Da hinten. Ein gekippter Baum oder irgendwas. Soll natürlich mit dem Werfen echt vorsichtig sein, aber ich finde, das riecht förmlich nach Hecht. Ich kann leider den Köder jetzt nicht mit der Strömung führen, da kann ich nicht rüberwerfen, weil hier liegt der Baum unter Wasser. Und oberhalb davon komme ich schlecht ans Wasser. Naja, nächste Stelle noch. Sagen, das war ein richtiger Wurf, ne? So gerade den Ast noch gestreift da oben. Und dann ging er schön ins Wasser. So muss das sein. Präzise Würfe auf 300 Meter. Na, das wäre schön. Da könnte man Strecke fischen. Also mal die nächste Stelle ansteuern. Ich kann euch aber mal gerade die Route zeigen. Westin W4 Power Shed T oder Power Shed T extra heavy 50 bis 150 Gramm. Das ist natürlich ein ganz schöner Knochen in 2,18 Meter. Aber guckt euch das an. Also damit fühlt man für dieses Wurfgewicht fühlt man doch noch einiges. Ich merke auch unter Wasser die Steine hier beim Jiggen. Natürlich nicht jeden kleinen, aber ich merke doch einiges noch. Und da ich mich entscheiden musste und nur eine Route mitnehmen konnte, weil ich schon eine halbe Stunde bis hier zum Wasser gelaufen bin, ist es halt die geworden. Ob das die richtige Entscheidung war, sehen wir, wenn der Fisch rauskommt oder der Tag zu Ende ist. Ich habe jetzt den nach Norden verlaufenden Teil der Teilstrecke, die ich befischen darf heute, auf der quasi linken Seite einmal komplett ausgefischt. Dann bin ich einmal zurück, habe dann natürlich auch immer noch Würfe gemacht und bin dann den südlichen Teil gegangen. Ich bin quasi in der Mitte irgendwo gestartet an dieser Hütte. Und ja, jetzt laufe ich auf der anderen Uferseite nochmal Richtung Norden, weil da oben sollen 2 Wehre sein, in Fließrichtung, in Fließrichtung, dass die Wehre das Wasser anstauen können. Und in der Hoffnung, dass es da tief genug ist, dass da vielleicht was steht. Ansonsten sieht es bis jetzt halt schlecht aus, keine Anfasser, nichts. Ich bin jetzt auch schon bestimmt 4 Stunden wieder unterwegs. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob solch ein Format was für euch ist, ob ihr das feiert, ob ihr das gut findet, auch wenn halt dann kein Fisch dabei rumkommt. Und es würde mich auch interessieren, wie oft ihr so rausgeht und einfach keinen Fisch fangt. Oder fangt ihr jedes Mal, wenn ihr rausgeht? Gerade jetzt im Winter, Herbst und Winter, ist es meiner Meinung nach ja doch ein bisschen schwieriger. Ja, würde mich wirklich interessieren. Schreibt es in die Kommentare. Und dann können wir mal in der Community drüber reden. Ach so, und liken dürft ihr natürlich auch gerne. Und den Kanal abonnieren. Das ist jetzt aber eine Aufgabenliste. Sorry, wenn ich euch das so zumute. Aber
Ich fände es wirklich toll. Danke euch. Ich versuche es jetzt nochmal mit einem Swim, aber in Ajo, in relativ natürlich. Ja, vielleicht ist es ja so, dass es so flach ist, dass die Trübung da nicht viel macht und die Fische trotzdem halbwegs gut sehen. Theorie Nummer 27 oder so. Jetzt komme ich hier langsam, wie ich finde, in so eine heiße Zone. Hier sind überall Bäume umgekippt. Da drüben auch. Und da hinten ist das Wehr. Also das Wasser wird ja schon tiefer wahrscheinlich. Ja, es ist nicht ganz einfach zu werfen, wie man sieht. Aber no risk, no fun, oder wie heißt es so schön? Hier ist bestimmt kein Fisch mehr. Und wie es so oft ist, probieren muss man es trotzdem, ne? Ich sehe mich schon im Wasser liegen, ey. Yes, well. Oh, geil. Jetzt guckt euch das an. Wenn hier kein Hecht steht, dann weiß ich es wieder echt nicht, ey. Hier ist es echt direkt ein ganzes Stück tiefer. Man sieht es da vorne an dieser Wurzel. Yes. Also hier oberhalb vom Wehr ziehe ich den Swim jetzt ein paar Mal durch. Danach kommt der Chatter nochmal dran. Und natürlich auch ein Gummi. Was könnte ich noch machen? Ich habe noch einen 25 cm Hybrid von Prorex, Diver Prorex dabei. Vielleicht brauche ich einfach was Großes. Im Forellendekor. Das müsste ja hier auf jeden Fall laufen, oder? Jetzt werden hier andere Seiten aufgezogen. 25 cm Hybrid Swimbait von Rapala. Bisschen größer. Haben die Hunger? Hoffentlich? Vielleicht? Der läuft so geil, ne? Das ist der Knaller. Also gut, der große Swim bringt auch nichts. Haben wir nochmal Chatter dran. Chatter. Das sitzt vom Computer und fängt den Fisch mit der Maus. Nö, so ist das. Und es regnet auch schon wieder. Ist das nicht schön? Der läuft nicht. Warum läuft er nicht? Nö, warum läuft er nicht? Nö, Manometer. Hä? Nö, weil ich den falsch rum dran gehangen habe. Ich dödelt. Der Blöder. Nö, müssen wir es aber besser funktionieren. Ich ziehe mal das Mützchen auf. Dann geht's auch besser. So. Ein Jerkbait hatten wir heute noch gar nicht. Gucken wir mal, ob damit was geht. Obwohl der läuft wahrscheinlich zu tief. Mal kicken. Boah, jetzt regnet sich ganz schön ein, so ein Mist. Ich habe immer so ein Glück. Ich muss immer beim besten Angelwetter losziehen. Warum nicht zu Hause auf dem Sofa sitzen? Mal einen schönen Film gucken, so im Warmen. Na, ist langweilig, ne? Ich gehe lieber angeln. Sollte ich jetzt hier noch was ausprobieren? Was könnte ich denn tun? Ja, die Wobbler ist ein bisschen schlecht hier. Ich kann mal hier ohne Schwergewicht diesen schönen Double Tail hier ausprobieren. Das ist aber ein Mistsystem. Was soll das denn? Aha. Ja, gucke ich mal, ob der was macht. Und sonst Rückzug und dann geht es gleich noch weiter darunter. Oh, der läuft ja schon geil, ne? Der hat hier hinten drin gesteckt. Wisst ihr, was das ist? Das ist der After-Hark-Effekt. Kennt ihr das? Ne, ich auch nicht. Gut.
Nö, verlassen wir den Platz und suchen uns mal wieder was anderes. Ich gehe nochmal flussabwärts, da soll irgendwo noch ein Wehr sein, was dann die Angelgrenze dieses Gewässers hier wäre. Am Wehr wäre, wisst ihr. Jo, das No-Catch-Fieber setzt schon wieder ein. So, ich ziehe den Chatter drauf für den Weg und dann taktischer Rückzug. Sieht doch krass aus, also da, weiß nicht, ist halt viel Strömung drin, aber da kommen ja verletzte Fische mit raus eventuell, ne? Hier ist auch schon wieder todesgeil eigentlich, ne? Ja, jo. Aber nö, kein Fisch für dich, Robert. Das wäre doch mal eine Stelle zum Forellenangeln, oder nicht? Aber hier könnte doch auch Hecht stehen. Warum eigentlich nicht? Eieiei. Habt ihr das gesehen? Ich glaube, das war eine Forelle, ey. Ich habe mich zu Tode erschrocken. Genau da drunter. Der genialste Wurf meines Lebens. Bringt mir aber auch keinen Fisch. Habt ihr das gesehen? Ich habe genau unter diesen Baum geworfen. Ha! Baitcast-Profi, wa? Ah, siehst du, klappt nicht nochmal. Nein. Übermut tut selten gut. Okay, das ist jetzt hier letzte Stelle in dieser wunderschönen Mühle. Das ist Fischereigrenze. Hier habe ich jetzt gerade mit dem Chatterbait ausgefischt. Ich versuche natürlich wieder noch was anderes. Jo, und am Rückweg gehe ich auf jeden Fall auch wahrscheinlich mit dem Swimbait oder was nochmal rauf. Und guck mal, ob da vielleicht was drauf reagiert. Ich hau erst ihn hier nochmal dran. Der gefällt mir nämlich richtig gut. Den habe ich geschenkt bekommen. Ja, vorweihnachtlich quasi schon mal zu Weihnachten. Schöne Grüße gehen an Stefan raus. Freut mich sehr. Er ist im Einsatz. Ist das ein cooles Teil? Und mit dem Cello Rig da drauf kann man den flach führen, tief führen, wie man will. Das finde ich total genial. Richtig cool. No, God, please, no! Dann lobe ich den Köder gerade noch und jetzt hängt er da vorne am Stock. Oh Mann, ey. Nasse Füße, von daher. Scheiße, ey. Kacke. Okay. Damit war's das mit dem Angeltag. Scheißdreck. Also Leute, Badetag beendet. Der Köder hängt jetzt immer noch im Wasser. Ich bin aber bis unter das Gemächt nass. Der Untergrund war super schlammig. Ich bin mit einem Fuß rein, wollte mich nur so ein bisschen stützen, damit ich weiter reinkomme. Ja, war keine gute Idee. Dann hat der Untergrund nachgegeben und zack, weg war ich. Konnte mich mit dem anderen Bein dann nicht mehr halten. Naja, jetzt laufe ich nach Hause. Ich behalte die Klamotten an. Ohne Klamotten ist noch kälter. Ja, alles klar. Ja, hiermit ist das Video vorbei, denn ich muss noch knapp 40 Minuten nach Hause laufen. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich finde, jeder Tag am Wasser ist ein Erlebnis. Ja, vielleicht sogar ein Abenteuerchen. Ich genieße natürlich
auch die Natur und die Umgebung, auch bei Sickwetter und auch im Winter, ganz egal. Ich gehe gerne trotzdem raus, immer wieder. Das kriegt mich auch nicht unter, auch wenn ich mich manchmal ärgere. Ja, wie ist das bei euch? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich bin natürlich am Ende des Tages auch immer so ein bisschen enttäuscht, aber raff mich dann wieder auf und sage, okay, es muss doch irgendwie gehen. Es ist dann gleichzeitig auch wieder Motivation für mich. Ja, schreibt mal rein, wie das bei euch ist. Würde mich interessieren, wie ihr euch nach einem Schneidertag fühlt. Ob euch das auch motiviert oder ob ihr dann erstmal eine Zeit lang nicht rausgeht oder wie auch immer. Danke fürs Zuschauen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Zu abonnieren. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch auch ohne Fisch gefallen hat. Und ja, wie gesagt, schreibt gerne viel und fleißig in die Kommentare. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.